Hallöchen! Ich habe euch schon mal ein bisschen näher rangeholt, damit ihr den Look schon mal ein bisschen sehen könnt, denn ich habe euch heute ein Silvester-Make-up-Tutorial gezaubert. Ich habe euch ja schon ein Tutorial zu einer Frisur gemacht und dazu braucht ihr natürlich noch das passende Make-up. Ich werde euch allerdings heute nicht meine Foundation-Routine zeigen. Das findet ihr in meinen anderen Videos. Es geht heute ausschließlich um das Augen-Make-up, damit wir uns voll und ganz darauf konzentrieren können. Und wenn ihr gerne wissen möchtet, wie ich das so gemacht habe, dann solltet ihr jetzt dranbleiben. Also als allererstes nehme ich mir ein Stück Tesafilm und klebe das jetzt hier einmal an den Rand, damit ihr da gleich diese Kante habt, die ich hier habe. Als nächstes starte ich mit der Palette von Zoeva, das ist diese hier und heißt Naturally Yours. Und da beginne ich mit der ersten Farbe und zwar ist das diese hier. Das ist so ein Hautton. Und die Farbe verteile ich einmal übers komplette Lid, quasi so als Base, um eine einheitliche Farbe auf mein Lid zu bringen. Als nächstes nehme ich die hellste Farbe, und zwar diese hier, und gebe die auch nochmals einmal komplett auf mein Lid. Als nächstes mache ich sofort die Augenbrauen mit dem Stift von Catrice. Der ist schon ein bisschen abgenutzt, deshalb, weil ich ihn halt so oft benutze. Ich mache das jetzt sofort mit den Augenbrauen, nachdem ich die Base quasi von den Lidschatten gemacht habe, damit ich nachher mit dem hellen Lidschatten nicht meine Augenbrauen wieder versaue. Als nächstes benutze ich diese Farbe hier, die heißt Smooth Harmony, um einfach so ein bisschen Kontur reinzugeben. Und zwar benutze ich dafür auch den Pinsel von Zoeva, und zwar in der Nummer 228. Und mit der Farbe gehe ich jetzt einfach so ein bisschen in die Lidfalte, um schon mal so ein bisschen Tiefe reinzugeben. Und das ziehe ich auch alles immer so ein bisschen mit zur Mitte. Als nächstes benutze ich die dunklere Farbe hier und die heißt Sweet Sound. Ebenfalls mit dem gleichen Pinsel. Und ab jetzt gehe ich immer so ein bisschen hier raus, damit man diese dunkle Kante hier ein bisschen erreichen kann. Ich tupfe das auch schon mal so ein bisschen zur Mitte hin und verblende das dann auch nochmal. Als nächstes nutze ich das dunkle matte Braun hier und die Farbe heißt Slow Dance. Und mit der Farbe gehe ich auch wieder bis zur Mitte vom beweglichen Lid und verblende das dann danach wieder ein bisschen. Als nächstes nutze ich Timeless Chic, das ist dieses Schwarz hier, und gehe wirklich nur mit der Spitze vom Pinsel rein und ziehe hier genau in der Lidfalte nur eine dünne Linie. Ich verblende das jetzt auch erstmal gar nicht. Dann tupfe ich das auch wieder hier so ein bisschen in die Ecke. Ich arbeite jetzt gerade wirklich nur mit der Spitze vom Pinsel. Als nächstes benutze ich einen flacheren Pinsel. Ich habe zum Beispiel einen von Art Deco. Mit dem kann man mehr Produkt auffassen und man kriegt das Ganze einfach ein bisschen deckender hin. Da benutze ich dann einmal nochmal die hellste Farbe hier vorne und tupfe die hier so vorne auf mein Augenlid, um das alles nochmal ein bisschen aufzuhellen. Und damit gehe ich auch noch mal ein bisschen, ganz wenig unter die Augenbraue. Dann nehme ich Casual Elegance und benutze diese Farbe hier. Die hat so einen ganz tollen Perlmuttschimmer. Dann nehme ich nochmal den Blenderpinsel
und gehe überall einfach so ein bisschen drüber, dass sich das nicht zu sehr abhebt vom Ganzen. Als nächstes benutze ich nochmal diese Farbe hier, Sweet Sound, und nehme einen kleinen Pencil Brush, auch von Zoeva, in der Nummer 230 und gehe jetzt, und dafür nehmt ihr euch am besten ein Tuch und legt das einmal hier drunter, dass ihr nicht alles voll habt am Ende, und geht dann mit dem kleinen Pencil Brush am unteren Wimpernkranz entlang. Als nächstes nehme ich nochmal schwarz und gehe dann auch nochmal am Wimpernkranz entlang. Bitte nicht bis ganz nach vorne ziehen, denn da setzen wir nachher nochmal ein Highlight. Dann gehe ich mit einem kleinen Pinsel in die hellste Farbe und mit dieser hellen Farbe gehe ich dann in den inneren Augenwinkel und tupfe das hier so ein bisschen an, um es wieder aufzuhellen. Dann gehe ich wieder mit dem kleinen Pinsel in diese Perlmuttfarbe hier und tupfe die ebenfalls hier in den inneren Augenwinkel und verblende das dann ein bisschen mit dem Dunklen. So, um diesen goldenen Eyeliner zu kreieren, braucht ihr keinen Eyelinerstrich, also kein Eyeliner oder einen Stift, sondern ich habe hier von Catrice diesen Lidschatten hier, der ist richtig gold. Und dann habe ich von Zoeva einen abgeschrägten Pinsel. Und zwar ist das der 317er Pinsel. Dann benutze ich das Fix Plus Spray von MAC. Ihr könnt allerdings den Pinsel auch einfach nass machen mit Wasser. Mit dem Fix Plus Spray geht es allerdings ein bisschen besser. Oder wenn ihr ein anderes Fixierspray habt, dann sprüht ihr das jetzt einfach auf den Pinsel drauf. Und geht dann mit dem angefeuchteten Pinsel in diesen Lidschatten rein und zieht euch damit dann ganz einfach den Lidstrich. Dann setzt ihr auch hier vorne an und zieht den hier so ein bisschen rüber, genauso wie im inneren Augenwinkel. Dann zieht ihr das Tesafilm langsam ab und dann seht ihr schon, habt ihr diese ganz scharfe Kante. Dann nochmal mit dem abgeschrägten Pinsel und dem Goldglitter einmal hierher gehen und das so ein bisschen nachfüllen. Als nächstes nehmt ihr euch einen einfachen schwarzen Kajal und malt damit einfach die obere und untere Wasserlinie. Ich habe hier einen kleinen Trick für euch, und zwar, damit ihr gleichzeitig oben und unten habt, setzt ihr einfach am inneren Augenwinkel an und zieht einfach den Kajal an der oberen und unteren Wasserlinie entlang. Dann benutze ich von P2 Fantastic Chrome Eye Pencil. Den gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben. Ich habe hier die Farbe 010 Golden Amber. Und da gehe ich nochmal an der unteren Wasserlinie entlang, um diesen Schwarz-Gold-Stich zu erreichen. Und dann benutze ich von Catrice die Glamour Doll Mascara. Und tusche die Wimpern einfach nur so leicht an, da ich sowieso Fake Lashes anbringen werde. Dann benutze ich den Duo-Kleber für die Lashes. Den bekommt ihr bei MAC. Lasst den Kleber vorher immer so ein bisschen antrocknen, dann lässt er sich nachher ein bisschen leichter anbringen. Übrigens, wenn ihr eure Fake Lashes und Wimpern so gleichzeitig zusammendrückt, dann gehen die Wimpern noch näher an den Wimpernkranz dran und fallen dann nicht so stark auf. Wenn der Kleber dann getrocknet ist, würde ich an eurer Stelle einmal nochmal mit dem goldenen Lidschatten über den Wimpernkranz gehen, denn es könnte sonst sein, dass man das Wimpernband sieht. So, zum Schluss könnt ihr dann nochmals eure Wimpern tuschen. Zu guter Letzt benutze ich noch einen Gloss, und zwar ist das von Essence und zwar Stay With Me in der Farbe Cosnova.